Hey ihr Leute, jetzt seht ihr mal das Sasch bei der Arbeit. Das haben wir nicht bestellt. Ich bin das gar nicht gewöhnt hier in Paraguay, dass die pünktlich kommen. So, das ist das Status fix. Deutsch, rechteckig. Quadratisch praktisch gut. Preis für den Zement. Ich denke, das wird schön. Also knapp 100 Quadratmeter Fläche gibt es dann, wo man später hinsitzen kann. Ay, caramba. Aber jetzt. Hey ihr Leute, jetzt seht ihr mal das Sasch bei der Arbeit, wie er seine Videos macht. Ich filme jetzt dich, Trafico, hä? wie du deine Arbeit machst für YouTube. Das war mir gar nicht schmink. Ja, ihr seht's, hier wird heute der Pool, die Poolwand und der Boden mit Beton erfüllt. Kannst du mir das nächste Mal Bescheid geben, dass ich mir schminken kann? Ist mir scheißegal. Ja, Schminke, rasiere, oder? Ja? Guten Morgen, heute haben wir Donnerstag, Feiertag in Paraguay, Dia del Banderas, und wir fangen an, den Hühnerstall zu bauen, beziehungsweise die Umfriedung des Hühnergeheges. Ja, und später geradeaus kommt dann das Hühnerhäuschen hin. Der Tunnel wird heute auch fertig sein. Und da haben wir dann die Drähte dann für die Weinblätter. Ich denke, das wird schön. Buenas tardes. So, ein bisschen im Garten oben. Und Toto und Ruben haben jetzt die ganze Post da reingesetzt. Container wurde auch abgeholt. Morgen wird hier sauber gemacht. Das heißt, wir können morgen dann komplette Zaun fertigstellen. Und hier sind die Hühner. Das gibt jetzt der Platz von der Hühner. Schön deutsch, rechteckig. Quadratisch praktisch gut. So, da haben wir jetzt 8 Meter auf 8, 16, 24. 8 mal 24 Meter. Das heißt, wir reden hier irgendwo von knapp 180 Quadratmeter für 20 Hühner. Und ein Gockel. Und die haben wir jetzt eingestrichen. Einmal das Eukalyptusholz, dann haben wir es eingestrichen mit so einem Öl gegen Wasser. Und den haben wir jetzt im Baum reingeschoben, dass sie ein bisschen klettern können. Ja, dann bauen wir jetzt noch ein Häuschen rein. Hier hinten wird abgedunkelt, hier der Seite, und der Zaun haben wir auch schon da. Und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 2 Wochen die Pollos holen können. Und ein Gockel. Wir haben uns durchgerungen, dass wir einen Hahn noch holen. Und hier haben wir unsere Lapachos. Da. Und der hier, aber der blüht nicht. Aber dieser hier blüht zum ersten Mal. In rosa. Man sieht es kaum. Leider. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen stärker wird, aber der hat überall Blüte. Das erste Mal, dass er blüht. Und ja, Freitagmorgen pünktlich um 7 Uhr. Zement kommt für den Pool. Ei, da bin ich mal gespannt. Ich mache mir gerade fertig und dann gehen wir runter. Ich bin das gar nicht gewöhnt hier in Paraguay, dass die pünktlich kommen. In Punto. Sehr geil. So, jetzt wird alles befeuchtet nochmal, bevor der Beton reinkommt. Abgedeckt. Buen día, Luis.
Ah, Toto, buen dia. Hola. Bien, gracias. Aber jetzt, so, das ist diese Pumpstation, also der Pump-LKW, und wir warten jetzt auf den Betonmischer dann. Der müsste dann demnächst eigentlich jederzeit eintreffen. Sí. En Encarnación, sí, centro. Y un cumpleaños de mi amigo también. ¿Ah, sí? Sí. Vale, va a ser el festejo. Sí. ¿Y cumpleaños de Andrito cuándo? ¿Mañana? ¿O el próximo sábado? Un año. Creo 21 de agosto. Sí. Hasta poco. Sí. So, Ricardo hat eine Vibration, dass sich das Ganze jetzt Vibrador sieht. So, geht es da reingepumpt und dann hier hoch und in den Pool rein. So, das ist das Statufix. Y Statufix ist para? Para antihumedad, antihongo, anti-todo. Genau, also es wird Protección de hormigón. aha, wird mit in der, also wie gesagt, es ist im Zement dann drin, Beton drin, das ist dann gegen Wasser, also das heißt wasserundurchlässig. Und das Mittel ist ganz, ganz wichtig in Paraguay, gerade wenn man Pool baut oder irgendwas, beziehungsweise auch Häuser, Bodenplatte etc. pp. Soll das Statufix eigentlich drin sein. Und der Lavendel, wo wir ausgepflanzt haben, der fühlt sich hier richtig wohl. Also alle Lavendelpflanzen sind jetzt wirklich toll aufgegangen, besser wie im Topf und Blüte, ja, war eine gute Entscheidung. Und hier seht ihr, wie das Statufix jetzt dann reingemacht wird, die Pakete aufgemacht und dann rein. Das Statufix ist jetzt oben reingemischt worden. Jetzt wird das Ganze durchgemischt, dann reingepumpt bzw. reingeleert in die Pumpmaschine. Und ich denke, die nächsten 5 Minuten können wir anfangen. Beziehungsweise, ich glaube, wir fangen jetzt an. Der Preis für den Zement liegt jetzt, also Paket, das sind 3 Betonmischer, A5 Kubik, plus die Betonpumpe und alles, glaube ich, an die 10 Millionen Guaranis. Also da liegen wir irgendwo bei 1500, nicht ganz 1500 Euro. Also Spezialbeton. Ich kenne die Preise nicht mehr in Deutschland, ich weiß nicht, was man da bezahlt. Aber wie gesagt, Betonmischer ist hier relativ teuer alles in Paraguay. Aber mir ist halt wichtig gewesen, ja, dass es halt gescheite Qualität ist und er pumpt. Also das heißt, Zement läuft gerade und jetzt kommt es gleich. So, das haben wir nicht bestellt. Ich wechsle mal kurz die Seite. So, wir haben Luis, das ist ein Glattstreicher heute. Der streicht dann noch die Treppe glatt. Dann haben wir den Mario. Mario ist mit der Rüttelplatte, beziehungsweise mit dem Vibrationsteil, dass sich der Beton aussackt. Und da oben kommt schon der nächste LKW. Habe ich es doch gewusst. Und der Erich ist der Verteiler. Der verteilt dann das Ganze später. Genau, beziehungsweise Glattstreicher müssen wir auch der Boden dann. Der wird dann später abgeschmirgelt. Und wir machen keine Folie, wir machen keine Fliese. Dazu mehr in den nächsten Videos. Dann haben wir die Wasserversorgung, das heißt später geht dann hier geradeaus
die Wasserversorgung dann zur Dusche und zum Pumpehäuschen. Und Strom, gestern war der Elektriker da, haben wir jetzt auch geregelt. Und das wird dann wahrscheinlich dann nächste Woche, fangen wir dann an, auch die Drainage hier außenrum zu bauen. Dann wird alles ausgefüllt, das heißt wir stecken dann ab, wie weit uns am Boden wird, und dann wird alles aufgefüllt. Aber da brauchen wir schon einige LKWs an Erde noch. Das ist, ja. Gibt noch ein Projekt. Und jetzt kommt der zweite Rand. Wir schauen mal rein. Y no en este punto, otro punto. Y voy a... ¿Ah? ¿Y dónde es hierro para este, oh? Ujú. Ay, caramba. Buen Dia. Heute haben wir Montag und es wird ausgeschaltet. Buen Dia. Heute haben wir Dienstagmorgen, Dienstagmittag, so rum, ausgeschaltet wurde. Und jetzt gehen die Feinarbeiter los. Das heißt, es wird ran konstruiert, schön ausgestrichen. Dann kommt innen und außen, ¿cómo se llama? Revoque. Revoque? No, para contra agua. Cerecita. ¿Cómo? Statofit, cerecita. Starofix, Cerecita. Statofit tiene nuestro pared. Sí. Y cerecita en este pared. Cerecita, ahora, genau. Er hat jetzt nochmal was drauf gemacht. Cerecita heißt es dann nochmal, auch nochmal gegen Wasser. Also wir haben dann im Mauerwerk der Stratofix drin, wie im einen Video erklärt. Jetzt kommt das Cerecita drauf. Und último trabajo es negro, ¿verdad? Und da wird es mal eingestrichen, dann das Schwarze. Also es gibt ja die Möglichkeit, einmal die Folie rauszumalen, die Nobelfolie, wie wir es kennen dann aus Europa. Die ist hier extrem teuer, beziehungsweise gibt es ja nicht, das heißt, oder schwer zu kriegen. Wir machen das jetzt dann mit der Farbe und dann haben wir dreifacher Schutz drauf. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Also ich kenne paraguayische Pools, ich weiß, wie die gebaut werden, da ist das hier Luxus dagegen. Manche nehmen die Steine da drüber, die hier, die Mauer dann Wand hoch und wird dann ausgespritzt mit Zement. Da ist überhaupt gar kein Schutz drauf und gar nichts, und dann wird gefliest innen drin, das war's. So ist eigentlich dann ja, wäre viel Pools gemacht, ich weiß es, weil schon zwei gebaut, und das sind die Ladrillos, Kommun, genau. Das sind Ladrillos Kommun, also die sind, wie gesagt, die kannst du gar mit der Hand zerbrechen. Ne? Dann wäre die ran gemacht, dann kommt ein bisschen Eis hin, dann wird ausgespritzt mit Zement, und das war's dann. Also von außen kommt kein weiterer Schutz drauf, innen drin, wie gesagt, wird nur noch dann fließt, und das war's. Und deswegen haben viele dann Probleme mit dem Wasserverlust etc. Genau, also das wird jetzt gemacht. Donnerstag kriegen wir richtig viel Regen. Ich denke, bis dahin noch immer das eingestrichen alles. Dann müssen wir warten, Freitag, ob wir da was machen können. Und dann geht's los mit Drainage. Dann wird zugeschüttet mit Erde. Dann werden die Leitungen verlegt, alles. Dann wird alles gemacht. Und dann gehen wir her und verkleiden es dann außen und Schirme. Kommen dann 2 Stück hin. Und Ricardo und ich, wir müssen dann noch abstecken, wohin das mal, wie weit dann, dass der Boden rausgeht. Also wie gesagt, hin raus weiß ich schon, immer schon gesprochen, hatte ich 1 Meter, seitlich 1 Meter, also zum Rumlaufen. Da kommt da uns Pumpehäuschen und der Wasserfall noch hin. Hier dann die Dusche, und hier gehen wir raus ungefähr, ich glaube bis hierhin. Ne? Also es ist 6 Meter raus, 6 Meter mal 8, 9, 12 Meter. Also knapp 100 Quadratmeter Fläche gibt es dann, wo man später hinsitzen kann, tanzen kann. Und hier gibt dann mit der Schirmchen und da dann die ganze Liege mit dem Blick dann nach Posadas. Das ist jetzt so unsere Idee, wie wir es vorhaben. Gut, dann sehen wir uns am Freitag wieder.